Herzlich willkommen zu unserer Ask the Expert Session hier im Mai. Wir fangen schon mal an, pünktlich 15 Uhr. Es werden noch ein paar nachtröppeln auf alle Fälle. Das ist aber nicht schlimm. Wir werden erstmal noch ein paar kurze einführende Worte an euch richten, bevor wir dann auch zum Thema und zum Experten von heute kommen. Ihr wisst ja alle, im Mai, 16. Mai, ist der Global Accessibility Awareness Day, kurz GAAD. Und es geht um Sensibilisieren für mehr digitale Barrierefreiheit. Und in diesem Rahmen haben wir auch hier unsere Ask the Expert Session positioniert. Die ist jetzt heute wirklich für diejenigen, die sich schon ein bisschen besser auskennen, denke ich. Die anderen, also werden wir mal sehen. Und morgen direkt am GAAD werden wir 2 Sessions, die eher einführenden Charakter haben, zum PAC 2024 veranstalten. Da wird auch Klaas und Regina, die werden euch durch PAC 2024 führen oder nicht euch, sondern vielleicht eure geschätzten Kolleginnen und Kollegen, weil das ja eher was Einführendes ist und ihr vielleicht einen leichteren Job habt mit der PDF-Barrierefreiheit, wenn die sich auch ein bisschen auskennen mit dem Prüfen und PAC kennen und wissen, worauf es ankommt. Also ihr könnt ja noch fleißig einladen. Morgen 14 Uhr die deutsche Einführung in PAC 2024 und für eure Kollegen aus Nordamerika um 17 Uhr auf Englisch oder wo immer die auch sitzen. Also die Englischsprachigen dürfen dann um 17 Uhr reinschalten. 30 Minuten Einführung in PAC 2024. Spannende Sache. Also ladet noch fleißig ein. Heute sind die Standards dran. Und da war alles so überraschenderweise Ende Februar, Anfang März poppten plötzlich 2 neue PDF-Barrierefreiheitsstandards hoch. Weltec PDF und PDF UA2 lange erwartet. Wir werden sehen, ob das so, wie heißt der Spruch? Ähm, lange warten und dann wird es endlich gut, irgendwie so ähnlich oder so. Das werden wir dann sehen, wird uns Klaas dann nachher bestimmt sagen können. Er war ja auch mit daran beteiligt. Und da habe ich schon unseren Experten Klaas Posselt, Head of Training und Consulting bei Access4. Und zusammen mit Matthew Hardy von Adobe ist er der Chair der PDF-UA Technical Working Group der PDF Association, kurz TWG. Und diese Gruppe arbeitet immer die ganzen Standards vor, bevor sie dann die ISO-Gruppe übernimmt. Das heißt, Klaas hat mitgeschrieben an den Standards, die er heute auch vorstellt. Herzlich willkommen, Klaas. Super, dass du uns da einführst in die neuen Standards. Und wie immer, die erste Hälfte wird uns Klaas so ein bisschen synchronisieren, dass wir ein gemeinsames Verständnis bekommen der beiden Standards, so ein Basiswissen vermitteln. Und dann die zweite Hälfte, die ist reserviert für eure Fragen. Löchert Klaas zu den neuen Standards. Und ja, ich würde sagen, das ist auch noch ganz kurz organisatorisch. Untertitel, wer Untertitel braucht, bitte auf die 3 Punkte weitere in der Teams-Menüleiste klicken, dann über Sprache und Sprechen, Live-Untertitel aktivieren. Dann habt ihr die Live-Untertitel. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie gut derjenige dann spricht, der Experte. Bei Glas mache ich mir da keine Gedanken, dass die Live-Untertitel auch verwendbar sind. Und wie immer bei Ask the Expert, wir zeichnen diese Session auf und die Untertitel arbeiten wir nach, sodass also das, was jetzt noch nicht so gut war bei den Untertiteln, dann zumindest bei der Aufzeichnung tipptopp ist. Und da kommt auch Miriam ins Spiel, weil sie das Ganze dann organisiert. Und Miriam wird auch den Chat im Auge behalten. Ihr dürft Fragen stellen, schon die ganze Zeit. Vielleicht werden wir auch zwischendrin mal drauf eingehen, auch schon vor dem Frageblock, wenn es gerade reinpasst. Und jetzt würde ich sagen, Klaas, legen wir los. Legen wir los. Besten Dank, Markus. Vorgestellt hast du mich ja schon, muss ich alles nicht wiederholen. Ich bin, wie gesagt, teilbeteiligt gewesen an dem PDF-UA-Standard und deswegen will ich euch mal so ein bisschen heute meine Sicht der Dinge und so ein bisschen auch Erfahrung, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, zu dem ganzen Thema mitgeben. Für den ersten Teil habe ich ein paar bunte Folien, die könnt ihr auch im Anschluss alle gerne haben, ist kein Geheimnis. Und ich habe eine kleine Umfrage eingebaut und ich gebe euch nachher auch noch ein paar Links mit zu allem Möglichen, was ich da zeige. Teilweise sind die Sachen auch im PDF verlinkt. Ich teile mal meinen Bildschirm, damit ihr alles auch schon schön sehen könnt.
wenn mein Teams mit mir hier mitspielt. Jupp. Also, ich bin mal gelandet auf der Webseite der PDF Association. Das ist allgemein schon mal so ein Tipp an euch. Wenn ihr euch informieren wollt über alle möglichen Dinge, dann besucht gerne die Webseite der PDF Association, pdfa.org. Das ist quasi so ein bisschen die Heimat von PDF, nicht nur von PDF-UA, sondern auch wirklich von dem ganzen PDF-Standard. Da findet ihr relativ viele Informationen über alles Mögliche und ganz viele Sachen, über die ich nachher spreche, ganz viele Dinge, die ich nachher teile, die findet ihr alle auf der Webseite. Also gibt auch eine Suchfunktion, könnt ihr suchen, wenn ihr mal später was anderes sucht. Auch wenn sich irgendwas in Zukunft ändern wollt, also ihr wollt up-to-date bleiben, dann guckt da einfach mal auf die Webseite. Beispielsweise als jetzt PDF UA2 rausgekommen ist, gab es natürlich den einen oder anderen Beitrag auf dieser Seite, auch Hintergrundinformationen. Da kommt ihr dann immer an relativ aktuelle Informationen dran. Was ich machen möchte als erstes, bevor ich überhaupt erstmal mit euch in irgendwelche bunten Folien oder ähnliches reingehe, ich möchte erstmal mit euch ein paar Sachen klären. Und dazu habe ich hier so eine kleine Mentimeter-Folie vorbereitet. Keine Angst, es sind nur 2 Fragen, das geht relativ schnell. Ich teile das mal und zwar, Teams hat sich wieder umgebaut. Ich muss noch meinen Teil nochmal beenden. Das ist immer so ein bisschen überraschend, wenn Microsoft da neue Sachen macht. Ich habe euch den Link jetzt mal reingepostet. Ich teile es jetzt nochmal. Und zwar, das sind 2 Fragen an euch. Ich gehe mal in den Präsentationsmodus, könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Und zwar die Frage Nummer 1, damit ich erstmal so einschätzen kann, wer denn hier unter uns heute ist. Wie ist denn euer Wissensniveau zu barrierefreien PDFs? Also wisst ihr fast gar nichts, wisst ihr schon ein bisschen oder seid ihr fast Experten? Mit Markus habe ich eben vorher schon so ein bisschen gesprochen. Es stand die Vermutung im Raum, dass wir heute wahrscheinlich die Bällchen eher auf der rechten Seite sammeln werden, nämlich bei den Experten oder fast Experten und die linke Seite wahrscheinlich nicht so gut besetzt werden soll. Ein paar Kleinigkeiten für die linke Seite habe ich auch vorbereitet, aber das meiste ist wirklich eher Mitte bis rechts. Hauptsächlich geht es auch heute darum nicht, dass ihr alles auswendig lernt, sondern erstmal so einen Gesamteindruck bekommt und alles andere folgt dann irgendwie ein bisschen später. Ich bin ja auch nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen, ich werde jetzt PDF-Experte, sondern ich bin da auch ein Stückchen weit reingefallen in diese ganze Geschichte und peu à peu bin ich auch von links nach rechts gewandert. Das passiert halt irgendwann, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Habe ich schon mal eine gute Verteilung? Besten Dank für den Input. Ich habe noch eine zweite Frage an euch, denn ihr seid ja hier raufgekommen durch irgendeine Art von Titel, die wir hatten. Und deswegen wäre die Frage, habt ihr schon mal gehört von PDF UA1, PDF UA2, WorldTech PDF und, oh, was ist das hier? Ich muss rebooten, na, bitte nicht jetzt. Oder von ISO TS 32005. Ihr könnt mehrfach abstimmen, das heißt, ihr könnt auch mehrere Sachen anklicken. Das heißt, wenn ihr alles kennt, könnt ihr alles anklicken. Ich hatte auch schon mal so ein bisschen die Vermutung, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht. Bin erstaunt, dass es doch relativ viele gibt, die schon mal von WorldTech PDF gehört haben, weil es bis dato immer so ein bisschen unterm Radar noch geflogen ist. Der Name ist auch nicht so wahnsinnig bekannt wie PDF UA, aber erstaunlicherweise haben schon relativ viele auf jeden Fall und erfreulicherweise von PDF UA1 gehört. PDF UA2 weniger, aber die Geschichte erzähle ich auch gleich nochmal, warum das noch nicht so bekannt leicht ist. Und WorldTech PDF, da komme ich nachher dazu, wie spielt das überhaupt hier rein, genauso wie mit der entsprechenden ISO 32005. Gut, dann besten Dank erstmal für den Input. Dann weiß ich ungefähr, mit wem ich es heute zu tun habe. Und ich wechsle mal in meine bunten Folien hinein. Was ich heute mit euch so ein bisschen durchgehen möchte, ist, was ist denn eigentlich dieses PDF UA2 und was hat es mit WorldTech PDF zu tun? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es da keinen Unterschied? Wie steht auch PDF UA2 zu PDF UA1? Ist es der Nachfolger, der klassische? Muss ich das jetzt alles schon machen? Muss ich alles schon wissen? Ist der besser als der alte Standard? Also die klassischen Fragen, die ich auch sonst immer schon im Vorfeld gehört habe, als es noch gar nicht publiziert wurde, irgendwie auf Konferenzen, wo ich war, da ploppten eigentlich immer diese klassischen Fragen auf. Habt ihr andere wichtige Fragen? Nachher, wie gesagt, in dem zweiten Teil können wir gerne darüber reden. Gut, am Anfang mache ich mal ein bisschen Begriffserklärung, damit ihr es einordnen könnt mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und Namen. Und zwar die Grunddefinition erstmal in Richtung barrierefreie PDF-Dokumente. Wir reden hier immer von sogenannten getaggten PDF-Dokumenten oder auch von Tagged PDF nennt man das Ganze. Das heißt, unabhängig von dem, was ihr auf der eigentlichen Seite seht,
ist zusätzlich noch hinterlegt, dass diese Objekte, die ihr seht auf der Seite, zum Beispiel eine bestimmte Art von Reihenfolge haben. Ja, im Deutschen klassischerweise von oben links nach unten rechts. Aber auf dieser Folie beispielsweise habe ich jetzt ein Bild, das schwebt so daneben und in einem barrierefreien PDF muss ich halt einfach definieren, an welcher Stelle wird mir dieses Bild ausgegeben. Kommt es am Ende, mittendrin, wo soll das Ganze sein? Und die Texte, die ich jetzt zum Beispiel auf dieser Seite drauf habe, die sind ja nicht einfach nur Fließtext, sondern sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Ich habe Listen, ich habe Unterlisten, ich habe eine Art von Headline, ich habe einen Link beispielsweise. Und diese Sachen müssen halt auch transportiert werden, dass Leute mit irgendwelchen Einschränkungen das Ganze eben auch konsumieren können. Ja, und das ist erstmal die Grundidee von einem barrierefreien PDF, die Informationen auf der Seite möglichst gleichwertig zu übertragen. Ein Begriff, der später nochmal wichtig wird, ist auch das Thema Reuse, wie es genannt wird, oder Wiederbenutzung, Weiterbenutzung und ähnliches mehr. Früher gab es immer so die Aussage, PDF sei das Datengrab. Alles, was da reinwandert, kommt nie wieder vernünftig raus. Und damit möchte man mehr und mehr auch aufräumen. Das heißt, wenn ich mal einmal ein vernünftiges PDF erstelle, sollte es auch in der Lage sein, zum Beispiel durch irgendeine Art von Technologie das wiederzuwerten. Das muss jetzt keine KI sein, sondern es kann auch wirklich sein, dass ich sage, wie in Excel sage ich mal, importiere die mal Daten und das Ganze ist computerlesbar. Ja, das sind zwei verschiedene Anwendungsbereiche, die aber technologisch gesehen relativ dicht beieinander sind. Es gibt super viele Fachbegriffe in dem Bereich. Es gibt dazu auch ein Glossar auf der Webseite von der PDF Association. Da ist auch nochmal der Link, den kann ich nachher auch nochmal teilen. Und da findet ihr alle möglichen Arten von Begriffen erklärt. Was ist ein Attribut und so weiter und so fort. Dann könnt ihr auch Beispiele lesen und ähnliches mehr. Ist relativ umfangreich. Ne? Aber all diese grundsätzlichen Geschichten, die wir dann machen, das nennen wir erstmal getagtes PDF. Und das hat erstmal noch nichts mit Well-Tagged PDF direkt zu tun oder mit PDF UA1 oder 2 oder was nicht sonst alles. Erstmal eine technologische Basis, die existiert mehr oder weniger seit PDF 1.4. Also ist schon ein paar Jahre her. Von den eigentlichen Begriffen, die ich jetzt schon angesprochen habe, ein paar habe ich da mal rausgesammelt. Das erste ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte, kriege ich immer mal wieder mit, das Wort Standard an sich. Viele Leute sagen immer, mach mir mal ein barrierefreies PDF. Und teilweise gibt es dann auch von, wenn ich so mit Kunden zu tun habe, haben die so eine 10-seitige per Hand geschriebene Liste, wo irgendwas drinsteht. Wenn ich von 10 Kunden so eine Liste bekomme, sieht die wahrscheinlich 10-mal anders aus. Und dann hätte ich im Endergebnis auch 10 verschiedene Endprodukte, die irgendwas anders gemacht haben. Und das ist immer das Grundproblem, was man bei vielen Dingen hat. Deswegen sind insbesondere die Deutschen sehr gut in Standards machen. Deswegen gibt es auch das Deutsche Institut für Normung, wo es relativ viele Standards gibt, wo eben Sachen standardisiert werden. Ja, damit man weiß, wie baut man ein Fenster ein, wie macht man einen Baum auf die Straße, wie viel Abstand muss dummerweise auch manchmal sein zwischen Haus und Baum. Also manche Sachen sind auch vielleicht überreguliert, aber ein Standard ist per se erstmal auch wichtig. Daran können sich alle orientieren. Und das ist auch bei barrierefreien Dokumenten sehr wichtig. Ich brauche meine Leitplanken, wo ich genau weiß, links davon nicht so gut, da wird es vielleicht matschig, rechts davon vielleicht auch. Ich habe genau vorgegeben, hier begebe ich mich bitte lang. Und diese Standards gibt es in unterschiedlichen Facetten. Es gibt DIN-Normen, das sind standardisierte Sachen. Es gibt ISO-Normen. DIN ist Deutsch, ISO ist international, also ISO steht auch für International Standards Organization und die gelten damit auch weltweit. Und der angesprochene PDF UA1 Standard, der ist so eine ISO-Norm, der trägt das Kürzel 14289-1 und dann da hinten gibt es dann teilweise auch noch Datumsangaben dran, weil es gibt davon auch Revisionen. Und das ist also quasi die aktuellste Version, die es gibt. Basis von diesem PDF UA1-Standard ist der PDF-Standard an sich. Und der trägt auch eine Nummer, das ist die 32.000, in dem Fall Strich 1. Das ist quasi das, was damals von Adobe übernommen wurde, mit ein paar Anpassungen, kleineren Anpassungen. Aber das ist letztendlich so, dass PDF UA definiert, wie man genau den PDF-Standard anwendet in Bezug auf barrierefreie Dokumente. Das heißt, bestimmte Dinge, die in dem PDF an sich erlaubt wären, sind hier nicht erlaubt. Bestimmte Dinge, die da drin stehen, werden nochmal konkretisiert. Und PDF UA2 ist auch ein solcher ISO-Standard. Der ist noch kein DIN-Standard. Dazu müsste erst in der deutschen Übersetzung vorliegen. Da gibt es ein paar Regeln, wie das passiert. Basis dafür ist aber der Standard PDF 2.0, also die ISO 32002. Das heißt per se schon mal, dieser Standard beruht auf einem anderen Grundstandard. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, weil das auch ein paar Änderungen nach sich zieht, auf die ich gleich eingehe. On the top gibt es noch das Well-Tagged PDF. Und da seht ihr, da steht nicht DIN oder ISO davor. Ja, das heißt, da kam nicht die ISO her und hat gesagt, ich mache mir einen Stempel drauf oder auch nicht DIN, sondern das ist jetzt etwas, was die PDF Association geschrieben hat, auf ihrer Webseite publiziert hat, aber kein, ich sage jetzt mal, staatlich offizielles Siegel trägt. Ihr werdet aber später sehen, das ist an der Stelle gar nicht so schlimm.
Am Ende gibt es noch eine Sache, über die ich später auch noch reden werde, das hatte ich auch schon gefragt, die 32.005. Und zwar ist es so, dass es teilweise inzwischen mehr und mehr gemacht wird, dass nicht alles, was man machen kann oder möchte mit einem PDF-Dokument, in dem PDF-Standard drinsteht, sondern man geht mehr und mehr dazu über, sich fremder Standards zu bedienen, wo Sachen geregelt sind. Ich spoiler schon mal ein bisschen. In PDF UA2 kann man mit MaßML mathematische Formeln darstellen. Das hat man alles nicht in den PDF-Standard reingeschrieben, sondern man referenziert auf die entsprechenden Standards, wo eben geregelt ist, wie sieht MaßML aus. Ja? Und dasselbe hat man auch mit Teilen von PDF gemacht. Beispielsweise hat man die sogenannten Namespaces, Namensräume am besten übersetzt auf Deutsch, die hat man nämlich ausgelagert. Das heißt, in einer anderen Norm ist das geregelt. Das macht auch einiges in dem ganzen Verfahrensprozess immer ein bisschen einfacher. Ja, das heißt, von der Menge her, vom Umfang her, was regelt der PDF-UA-Standard oder der PDF-Standard an sich? Diese Menge ist ein bisschen kleiner geworden. Dafür gibt es jetzt mehrere Normen, die das entsprechend regeln. Gut, Kapitel 2. Was ändert sich? Ihr wollt vielleicht wissen, was ist denn jetzt anders? Muss ich mich komplett umstellen oder ähnliches mehr? Und von der Sache mehr ist immer erstmal die Frage, wofür steht dieser Standard an sich? Das gilt im Prinzip auch für PDF UA1. Erstmal steht der PDF UA-Standard dafür, dass ihr eine technische Möglichkeit schafft, an den Content in einem PDF-Dokument ranzukommen. Das ist ein Unterschied auch zu WCAG. Die WCAG stellt auch Anforderungen an den Inhalt. Thema Kontrast ist dafür so ein Beispiel. Ne? Ich darf nicht mit gelber Schrift und weißem Untergrund schreiben. Da steht auch beispielsweise drin, dass es Labels geben muss für Content, der drin steckt, ein paar allgemeine andere Sachen. Das ist nicht geregelt. Und das ist auch völlige Absicht. Es ist dennoch technisch möglich, ein PDF-UA2-Dokument auch konform zur WCAG zu machen und das auch technisch zu belegen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber erstmal, das ist die Grundidee. Und die Grundidee auch von den Gesetzen her heißt ja, wir möchten einen gleichberechtigten Zugang schaffen. Und gleichberechtigt heißt, habt ihr schlechten Content, bleibt das schlechter Content für alle. Ja, das heißt, wenn ich jetzt merke, oh, ich habe irgendwas gefunden von Goethe, der hat einen Text geschrieben, der ist aber relativ unverständlich, werde ich jetzt definitiv nicht anfangen, den toten Goethe aufzuwecken, den Text umzuschreiben, sondern meine Aufgabe ist es, diesen Text 1:1 so weiterzugeben, für alle gleich. Ja, das ist erstmal die Grundidee. Es ist definitiv schön, Content gut zu machen, dass er für alle am besten verständlich ist, aber das ist keine explizite Vorgabe von PDF UA, auch nicht von well-tagged PDF. Ja? Der Standard an sich bringt aber auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten mit. Die zeige ich euch auch gleich. Das heißt, das, was ihr früher vielleicht nicht machen konntet mit PDF UA1, wird an einigen Stellen jetzt weitaus besser und anders teilweise auch gelöst, als es vorher möglich war. Von der Sache her ist es aber auch so, das muss man immer wieder sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass euer Dokument diesem Standard entspricht. Ja, das heißt, der Content, die Datei muss perfekt aufbereitet sein. Wie diese Datei konsumiert wird, liegt nicht in euren Händen. Das ist eine Sache, die kriege ich ganz oft bei irgendwie Feedbacks von Kunden oder ähnliches mehr. Das ist ja gar nicht barrierefrei, weil, und dann kommen solche Geschichten, ich habe mir das Ganze beispielsweise mal mit der Sprachausgabe von Acrobat ausgeben lassen und die kann aber nicht alles, was der PDF-UA-Standard kann, wirklich sinnvoll verwerten. Dementsprechend liegt es denn beim Nutzenden, dass er nicht den vollen Funktionsumfang eures schönen Dokumentes nutzen kann. Eine Besonderheit, warum ich das auch noch erwähnt habe, die Anforderungen an Prozessoren, also an alles an Technik, was euer PDF-Dokument verarbeiten will, die wurden bei PDF UA2 ausgelagert. Dafür gibt es auch eine extra Arbeitsgruppe, die Prozessor LWG. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Das war früher noch im Standard drin, wurde jetzt mit Absicht auch rausgezogen. Ja, das heißt, für euch bleibt weiterhin die Aufgabe, wie es auch früher der Fall war. Dokument muss sauber funktionieren. Nutzt irgendwer irgendeine Technik, die damit nicht umgehen kann, ist es nicht eure Aufgabe, das PDF neu für diese Person zu generieren. Gut, was jetzt wirklich technisch neu ist, ich habe nicht alles aufgeschrieben, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesammelt. Es gibt auf jeden Fall neue Tags. Was ich am meisten begrüße, weil ich da mal ähnlich lange Diskussion habe, ist der Title Tag. Also ihr seid jetzt in der Lage, den Titel des Dokumentes mit einem eigenen Tag auszuzeichnen. Früher hat man nicht mal gesagt, ist eine H1 oder ein P, ach, ich weiß nicht so recht. Das ist eine Sache, die ein bisschen schwierig war. Ihr könnt inzwischen auch endlich mit Strong und Emphasis Inhalte innerhalb von Absätzen auszeichnen. Das kann HTML schon länger, das geht. Und zwei, die es auch sehr mag, sind Artifact. Das heißt, früher war es ja kein Tag, jetzt wird es ein Tag und ihr könnt ein beliebiges Element mit dem Artifact-Tag versehen und damit ist es sozusagen zwar da im Tagbaum, in der Tagstruktur, aber es wird gekennzeichnet als entsprechendes Schmuckelement Artefakt. Und Aside-Tag war auch eine Sache, die in vielen Publikationen immer ein tierisches Problem war. Was mache ich mit einer Infobox, die neben dem Text steht?
Ja, die musste ich früher mal irgendwie einbauen und dann hatte ich nie so einen richtigen Anfang und Ende da drin. Jetzt habt ihr mit dem SHITag wie in HTML die Möglichkeit, das entsprechend zu kennzeichnen. Neu ist ebenfalls auch der Umgang mit Überschriften. Ihr könnt jetzt tiefer gehen als die 6. Überschriftenebene. Also ihr könnt sagen, ich brauche eine H10, macht das. Funktioniert jetzt endlich. Das hilft bei vielen gerade wissenschaftlichen Publikationen. Und eine Sache, da wurde früher ewig drum gestritten, aber inzwischen ist es erlaubt, ihr könnt Headline-Ebenen überspringen. Früher war es verboten, nach einer H1 mit einer H3 weiter fortzufahren. Inzwischen dürft ihr das machen. Nichtsdestotrotz, die WCRG ist eigentlich auch so zu lesen, dass das nicht erwünscht ist. Ja, großes Thema, aber es gibt Gründe, warum das so in diesen Standard reingekommen ist. Andere Sache, die ich sehr schön finde, ist auch endlich hat es die Möglichkeit für Figure-Elemente, also was Grafik ist, Substruktur zu versehen. Früher war es gerade immer bei Beschriftung ein Problem, hatte ich die Reihenfolge Bild, Beschriftung, Bild, Beschriftung. Dann gab es beliebige Tags hintereinander und ich wusste nicht, welche Beschriftung gehört zu welchem Bild. Das lässt sich nun jetzt beispielsweise auch endlich auflösen. Eine andere Sache, die auch immer ein bisschen tricky war in PDF, früher in PDF 1.7, man konnte nicht auf wirkliche Textstellen springen. Ja, also es war mal möglich, auf Seitenkoordinaten zu springen, aber nicht an eine bestimmte Textstelle. Jetzt kann man auf Strukturelemente springen. Also ich kann explizit sagen, gehe bitte zur 3. Überschrift und die steht irgendwo mitten auf der Seite. So hat eine assistive Technologie die Möglichkeit, genau da weiterzumachen. Und alles andere, was dann noch fleißig geregelt wird, wird, wie ich gesagt habe, schon entsprechend ausgelagert. Unter anderem eben auch sowas wie die Tag-Verschachtelung und ähnliches mehr. Gut, ein paar Sachen fehlen auch. Ne? Kontrast hatte ich schon gesagt, die waren vorher nicht drin. Die gibt es auch jetzt nicht, genauso wie die Content-Anforderungen. Was an sich die ganze Aufmachung von PDF-UA angeht, wurde einiges konkreter gemacht. Früher war auch das Problem, der PDF-Standard war nicht klar. Dementsprechend war auch PDF-UA an einigen Stellen nicht klar. Manche Sachen sind einfach auch nur ein bisschen anders gemacht. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es relativ viele Beispiele. Das heißt jetzt nicht, dass ihr komplett euren Workflow umstellen müsst. Ihr müsst euch vielleicht an das eine oder andere gewöhnen. Das meiste wird aber ausgelagert an die Software, die ihr dann benutzt. Einige Tags gibt es auch offiziell nicht mehr. Offiziell nicht mehr, muss man aber sagen, das stimmt so ganz nicht. Viele Leute haben schon gemeckert, die Tags gibt es nicht mehr. Ihr könnt weiterhin per Namespaces, also ihr definiert, was für Tags benutze ich, wie habe ich die gerne, wie möchte ich die benutzen. Die könnt ihr definieren. Das heißt, ihr könnt in einem PDF 2.0 Dokument auch die Tags aus PDF 1.7 benutzen. Dafür wird Namespace definiert und dann findet das Ganze statt. Also solche Sachen wurden nicht wirklich aufgelöst oder abgelöst, sage ich mal. Eine Besonderheit ist vielleicht noch das Thema Fußnoten. Der Fußnotentag war früher Node, jetzt heißt der FI-Node. Hat auch gewisse Gründe, warum das so gemacht wurde. Das heißt, da gab es wirklich eine 1:1 Ersetzung, aber der Name hat sich entsprechend geändert. Das sind erstmal so die Unterschiede, die es geben wird. Und davon gibt es ein paar mehr. Ich habe die aber jetzt nicht alle komplett aufgeschrieben. Gut, jetzt noch die Relationen der Standards, weil bis jetzt habe ich WorldTag PDF zum Beispiel noch relativ wenig angesprochen. Hat auch einen simplen Grund. Wir fangen erstmal an mit PDF UA1 und PDF UA2. Viele sagen immer, okay, zweite Versionsstufe, das ist der klassische Nachfolger. Das stimmt bedingt, ja, weil das eine basiert auf PDF 1.7, das andere basiert auf PDF 2.0. Die sind per se anders aufgebaut. Dinge sind einfach anders geregelt in diesen Standards. Das heißt auch in der Folge, weil gewisse Dinge anders gemacht sind, kann ein PDF nicht gleichzeitig PDF UA1 und UA2 konform sein. Das wird nicht funktionieren. Das geht zwar jetzt schon, ihr könntet ein Dokument PDF UA1 konform machen und zusätzlich PDF A2U oder A oder was auch immer. Das geht. Ja, also mehrere Substandards funktionieren, aber beide PDF-UA-Standards für ein Dokument anlegen funktioniert nicht, weil einige Sachen eben ein bisschen anders geregelt sind. Entscheidet euch also, wenn ihr jetzt ein Dokument erstellt, müsst ihr euch entscheiden, möchte ich ein PDF 1.7, das wäre PDF UA1, oder möchte ich ein PDF 2.0, das wäre PDF UA2. PDF UA2 und WorldTag PDF, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Die wurden nämlich fast zeitgleich publiziert und de facto handelt es sich um Art von Zwillingen, kann man sagen. Also der Content der Dokumente ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt einen Unterschied, wie kommt ihr an die Dokumente ran? PDF UA2 ist ein ISO-Standard, der kostet Geld. Ja, da muss man normalerweise irgendwo hingehen und sagen, bezahlt Geld. Die PDF Association ist gerade dabei zu schauen, ob sie eine gesponserte Version kostenlos online stellen. Das ist aber noch in der Mache. PDF
2.0, also ISO 32000, da gibt es schon eine gesonderte Version. Also früher war der Standard immer bei Adobe kostenfrei, dann kam die ISO-Norm, dann ging das nicht mehr. Aber es gibt gesponserte Standards, deswegen könnt ihr das kostenfrei lesen. PDF UA2, ob das so wird, wann das so wird, weiß ich nicht, aber aktuell müsstet ihr Geld bezahlen. WorldTech PDF hingegen könntet ihr kostenfrei von der Webseite der PDF Association runterladen. Und der Witz ist dabei, der Inhalt ist nahezu identisch zum ISO-Standard. Also die meisten Textpassagen sind 1:1 kopiert. Das ist auch völlige Absicht. Die Idee von WorldTech PDF ist, WorldTech sagt der Name schon, gut getagtes PDF zu machen. Und das Ganze kommt aus der Reuse-Arbeitsgruppe, also aus der Arbeitsgruppe für Content-Wiederverwertung. Und die Anforderung für Content-Wiederverwertung, was ist ein Text, was ist ein Bild, was ist eine Liste, ist genau dasselbe an den allermeisten Stellen wie bei einem barrierefreien Dokument, wo ich das auch haben muss. Ja, dementsprechend sind die Anforderungen gleich, also kann man auch den gleichen Standardtext nehmen. Und der Unterschied bei WorldTech PDF ist, es gibt letztendlich 2 Konformitätslevel. Das eine ist für das reine Wiederverwenden. Da gibt es nicht ganz so strikte Vorgaben in allen Teilbereichen. Und wenn ihr das aber auch für die barrierefrei haben wollt und ihr nutzt das zweite Konformitätslevel, dann seid ihr quasi identisch zu PDF UA. Der einzige Unterschied, der dann immer noch existiert ist, PDF UA schreibt beispielsweise einen PDF UA Identifier vor. Ne? Das wäre jetzt eine Sache, die der WorldTech PDF Standard per se erstmal nicht vorschreibt. Aber sonst sind die Dokumente wirklich identisch. Das heißt, wer PDF mal lesen möchte, den UA2 Standard, bitte nicht kaufen, WorldTech lesen. Ihr findet genau dasselbe da drin wie in dem PDF UA Standard. Ob zwischendrin sich da was ändern wird, ob WorldTech PDF schneller eine Entwicklung erfährt als PDF UA2, weiß ich nicht. Es könnte durchaus passieren, weil PDF UA2 muss immer durch die offiziellen Prozesse durch. Muss man zu ISO gehen, sagen, so, ich möchte eine neue Version, dann muss es ISO-Meetings geben, dann gibt es Zeiten fürs Feedback. Das dauert alles einfach mal ein bisschen länger. Gut, noch ein kleines bisschen Blick in WorldTech PDF, damit ihr es einmal kurz gesehen habt, damit ihr wisst, wie man das liest. Ich habe das Dokument schon einmal kurz geöffnet. Dieses Dokument gibt es, wie gesagt, kostenfrei. Ihr müsst es nicht lesen, wenn ihr technisch nicht sehr versiert seid, aber am Anfang finde ich es immer noch relativ spannend, das Ganze zu lesen. Ihr solltet euch am Anfang auf jeden Fall mal ein bisschen die Introduction einlesen. Worum geht es denn eigentlich in diesem Dokument? Da sind die alle mal gleich aufgebaut. Es gibt einen klassischen Scope beispielsweise. Es gibt auch Wort- und Begriffsdefinitionen. Das eigentlich wahnsinnig Interessante ist das hier unten, das 8. Kapitel, die File Format Requirements, wie sie hier schon nennen. Das heißt, da wird alles relativ genau definiert, was und wie muss ich das machen, damit das Ganze eben entsprechend funktioniert. Und das heißt, ihr könntet jetzt beispielsweise reingehen und könntet euch jetzt hier aus Kapitel beispielsweise 8.2.6.4 angucken. Ich kann ARIA-Roles beispielsweise benutzen in PDF UA2. Wie funktioniert das Ganze? Ja, und das ist anders als vielleicht andere Dokumente, die ihr schon mal gelesen habt. Da gibt es auch gewisse Vorgaben immer, wie man das schreiben muss. In der ISO-Sprache ist zum Beispiel so ein Shell-Statement, was ich hier beispielsweise habe. Das sind immer die wichtigen Dinge. Ja, da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass das funktioniert. Aber letztendlich könnt ihr hier einfach durch dieses Dokument durchgehen, könnt euch alles angucken. Wie sieht es aus mit irgendwie, weiß ich was, Artifacts? Ne? Hat sich da was geändert? Liest man sich entsprechend einfach durch. Es ist auf jeden Fall am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Für euch zum Hintergrund noch ein bisschen. Das Ganze ist auch nicht unbedingt gedacht, dass ihr das lesen solltet. Die Idee ist auch, dass es wieder Dokumente gibt, die das Ganze, ich sage jetzt mal, in halbwegs verständliche Sprache umsetzen. Das heißt, in Arbeit aktuell ist zum Beispiel das Matterhorn-Protokoll 2.0, damit ihr dann entsprechend auch den Standard umsetzen könnt. Wie der nachher aussieht, weiß ich nicht. Wir arbeiten da jetzt schon ein Jahr dran, aber das wird noch ein bisschen dauern, ehe der fertig ist. Genauso ist die Idee auch wieder einen entsprechenden Tag, PDF Practice Guide Syntax zu erstellen, damit ihr genau seht, wie muss ich denn eine Figure und eine Caption handhaben und alles, was dazugehört. Das heißt, da kommt noch einiges an Arbeit auf euch zu oder auf uns. Ihr könnt es ja dann nachher entsprechend genießen, sicherlich. Und das sind wahrscheinlich für die allermeisten von euch eher die interessanten Dokumente, wenn sie denn publiziert werden. Und aktuell ist es so, das, was ihr hier seht, ist maßgeblich interessant für Softwareentwickler, die sagen, ich möchte jetzt PDF 2.0 oder PDF UA2 in meine Software einbauen. Für euch aus der Anwenderperspektive werden nachher die unterstützenden Sachen wesentlich interessanter sein, weil das ist nichts, hier sagt keiner, welchen Knopf ihr irgendwo drückt oder ähnliches mehr. Das ist wirklich technisch gesehen ein bisschen anspruchsvoller. Ja? Das heißt, wenn ihr auch irgendwann jetzt schon mal in der Lage seid, ihr bekommt ein PDF 2.0 Dokument,
dann könntet ihr beispielsweise nicht das aktuelle Matterhorn-Protokoll nehmen und darauf anwenden, weil die Bedingungen beruhen halt auf PDF UA1 und ganz viele Sachen sind eben anders geregelt in PDF 2. Was ihr durchaus schon machen könnt, ist theoretisch, ne, ihr könnt ein WellTech-konformes Dokument gemäß PDF 2.0 erstellen. Eine Sache, die fliegt immer oft unter dem Radar, deswegen gebe ich es mal mit rein. Und zwar gibt es auch von der PDF Association ein Dokument zum Thema PDF Declarations. Und zwar ist es damit jetzt schon möglich, auch für PDF UA1, innerhalb der Metadaten eines Dokuments zu sagen, ich sage nicht nur, ich bin konform zu PDF UA1, sondern ich bin auch konform zu Section 508, das wäre in Amerika, oder zur WCAG 2.1 oder was nicht sonst alles. Das heißt, das, wo viele immer gesagt haben, oh, PDF-UA ist böse, toleriert ja nicht die WCAG. Doch, das kann man machen. Man kann es durch entsprechende Deklarationen hier reingeben. Gut, das soweit erstmal als Kurzeinblick, damit ihr einmal so ein Gespür und Gefühl gekriegt habt für dieses ganze Dokument. Jetzt noch die goldene Frage für euch. Es klang vielleicht schon so ein bisschen durch. Müsstet ihr denn jetzt schon updaten? Müsst ihr ab morgen PDF-UA 2-konforme Dokumente erstellen? Und ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Sucht euch eine beliebige Software aus und versucht das Ganze als PDF 2.0 zu speichern. Und da werdet ihr kaum bis dato etwas finden, wo ihr überhaupt erstmal das machen könnt. Und das ist die Grundvoraussetzung für PDF UA2. Heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in Acrobat unterwegs, wenn ich auf irgendeine Art und Weise mal versuche, hier ein Dokument zu speichern, werde ich da nicht den entsprechenden Knopf finden. Ja? Ihr könnt PDF 2.0 Dokumente in Acrobat schon öffnen, dann gibt es immerhin keine Fehlermeldung, aber da hört das Ganze dann auch halbwegs schon auf. Also in Acrobat würde jetzt aktuell mit einem PDF UA2 Dokument auch noch nichts anfangen können. Und das ist halt die Standardsoftware. Wenn die kein PDF UA2 kann, dann wird auch kaum einer was machen. Das heißt, wir sind aktuell noch an dem Stand des Henne-Ei-Problems. Ja, wer ist als erstes da, wer macht was? Wenn jetzt Hersteller wie beispielsweise Access vorsagen, wir sind ab morgen PDF UA2 kompatibel, ist es sicherlich nett, aber das Problem ist halt, es bräuchte auch eine Software, die das Ganze eben unterstützt. Und wir sind jetzt hier noch in der Kausalkette. Wir brauchen erstellende Software, wir brauchen konsumierende Software wie ein Reader oder was auch immer, plus die assistiven Technologien. Die müssen natürlich auch PDF UA2 verstehen. Und das wird nicht sein, was morgen oder übermorgen entsprechend gelöst sein wird. Ja? Dass ihr das mal einsortieren könnt. Es hängt vermutlich an den Großen. Ja, wenn Microsoft sagt, ab, keine Ahnung, Juli unterstützen wir PDF 2 und Adobe sagt, wir machen es ab August, dann dürfte der Zug schnell Fahrt aufnehmen. Aber bevor das nicht geschehen ist, wird es wahrscheinlich noch etwas holprig werden. Ist nicht schlimm. Das ist letztendlich bei fast allen Standards so, dass es immer ein bisschen Zeit braucht, ehe sie in den Markt kommen. Das war auch bei PDF UA1 nicht wirklich anders gewesen. Das mal so als kleiner Ausblick. Wir machen vielleicht mal noch eine Session irgendwann im Herbst, wenn sich was geändert hat, dann kann ich mal was dazu erzählen. Aber Stand heute, es ist gut, wenn ihr schon einiges wisst. Ja, das, was ich euch mitgegeben habe, ist schon mal gut, rein informativ, dass man im Zweifelsfall auch im eigenen Softwarehaus sagen kann, wir müssten langsam mal PDF 2 machen, aber ist noch nichts, wo ihr ab morgen jetzt unbedingt in die Umsetzung gehen solltet oder müsstet. Das war's als Input von meiner Seite. Haben sich denn schon Fragen gesammelt oder so? Aktuell ist es noch sehr ruhig im Chat, also bitte her mit den Fragen. Seid Ach, unruhig. kam die erste rein. Es kamen übrigens ganz viele Daumen hoch und ganz viele klatschende Hände Oh. bei unterschiedlichen Dingen, die du erwähnt hast, die es jetzt im PDF UA2 gibt. Sebastian Müller sagt, ich habe eine Frage zu den hierarchischen Regeln der Textstruktur. Wie taggt man Zwischenüberschriften in Inhaltsverzeichnissen? H darf ja nicht unter TOC liegen, laut der Excel der Hierarchical Inclusion Rules. Ich überlege gerade, ob ich mal ein Dokument habe. WellTech PDF hat auch so ein schönes Inhaltsverzeichnis hier. Also aktuell, Stand heute ist es so, Inhaltsverzeichnisse werden gebaut. Ich mache es mal ein bisschen größer. Inhaltsverzeichnisse werden im Regelfall gebaut mit der Inhaltsverzeichnisfunktion, zumindest hoffe ich das mal sehr. Und dann ist es so, dass der Content innerhalb eines Inhaltsverzeichnisses, der liegt, das müsste sogar ein barrierefreies PDF sein, würde mich wundern, wenn das alles nicht der Fall ist. Das heißt, hier haben wir es, da gibt es einen TOC-Tag. Und dieser TOC-Tag sagt halt, hier ist mein Inhaltsverzeichnis.
Und innerhalb des TOC-Tags sind TOCI-Tags. Ja, das heißt, das ist jetzt ein Eintrag, das ist ein Eintrag. Und dann kommen wir zu diesem Punkt. Ne? Kapitel 4 hat nämlich Unterstruktur. Wenn 4.1, 4.2 gehört auch dazu. Das heißt, man regelt es ähnlich wie bei Listen, nicht über Hardtags, sondern man würde halt hergehen und sagen, okay, innerhalb des TOCIs, wie man es auch nennt, da gibt es jetzt natürlich diesen einen Eintrag, aber da gibt es ein Unterinhaltsverzeichnis. Und dieses Unterinhaltsverzeichnis enthält dann eben auch wieder Unterinhaltsverzeichnis-Einträge. Ja, das ist die gängige Version, wie man das baut. TOC und TOCI kann man auch in PDF UA2 weiterverwenden. De facto sind es eigentlich auch Listen. Ja, es wurde auch darüber diskutiert, das komplett zu streichen und das als Liste aufzubauen, aber kann man weiterhin so machen, auch in PDF UA2. Okay. Eine ganz andere Frage. Können Sie noch einmal kurz erläutern, was es mit dem ISO TS 32005 auf sich hat? Ich habe es sogar offen. Ich kann auch den Link posten. Hier haben wir es. Ne? Hier ist es nochmal drin. Und zwar, hier sind sozusagen die sogenannten Namensräume definiert. Also ich kann euch das gleich auch nochmal mitgeben. Und zwar ist es wirklich so, bis dato war klar im PDF-Standard geregelt, diese Tags gibt es, diese Tags darfst du benutzen. Mehr darfst du nicht benutzen, darfst du auch keine eigenen hinzuerfinden. Und es gibt schon lange, lange in anderen Standards die sogenannten Namespaces, dass man sagen kann, ich brauche jetzt aber eigene Tags. Und zwar für das, dies und jenes. Und das Problem ist, wenn man sich eigene Tags überlegt, naja, woher weiß denn eine andere Person davon? Und daher gibt es eben die Möglichkeit, sogenannte Namensräume zu definieren. Und der wahrscheinlich klassischste Namensraum wird sein das Tagset von PDF 1.7. Ich habe ja vorhin gesagt, bestimmte Tags wurden in PDF UA2 nicht mehr in den Standard eingebaut, Blockquote beispielsweise. Habe ich jetzt mal ein altes Dokument und möchte das umheben auf den PDF UA2 Standard, dann kann ich einfach hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt weiterhin die PDF 1.7 Tags benutzen, dann definiere ich in meiner Datei einen sogenannten Namespace. Das ist was Technisches, damit dürften die meisten von euch nichts zu tun haben. Und darüber referenziere ich, also gebe ich quasi an, ich benutze weiterhin zum Beispiel Blockquote und damit ist es sozusagen das Dokument erklärt gegenüber anderen Menschen, welche Tags benutze ich und welche Bedeutung haben sie denn. Ja, hypothetischerweise könnte man beliebige Tags definieren. Man müsste eben nur sicherstellen, dass irgendeine Art von assistiver Technologie damit auch sinnvoll was anfangen kann. Und klassische Namespaces sind wirklich alle anderen Arten von Standards. MaßML ist beispielsweise sowas. Ne? MaßML ist ein eigener Standard mit eigenen Tags. Den kann ich hier auch entsprechend über solche Regeln definieren und referenzieren. Ich hoffe, das war erklärend. Namespace ist immer ein bisschen schwer zu erklären, finde ich. Die nächste Frage kam auch schon rein. Wann PDF UA2 in Acrobat Pro unterstützt wird, wurde ja eben gesagt. Wie würde es dann implementiert? Durch Patch oder muss eine neue Acrobat-Version beschafft werden? Tja, das liegt in den Händen von Adobe sicherlich. Was die da machen, kann ich keinem sagen. Also Adobe ist ja aufs Abo-Modell umgestiegen, also vermutlich wird es dann irgendein Update geben, wo man sagen kann, ich hätte jetzt gern PDF 1.7 oder 2.0 oder was nicht sonst alles. Aber ich weiß es nicht, was die da wirklich machen und treiben werden. Vielleicht sagen sie auch, das geht nicht mit der alten Software, wir schreiben was Neues, das heißt Acrobat Super Reader oder ich weiß es nicht, was sie da machen werden. Aber ich vermute sehr stark, es wird ein Acrobat-Tool weiterhin bleiben. Mit irgendeiner Art von Update kommt es rein und ich vermute auch sehr stark, dass PDF 2.0 nicht in einem Schlag reinkommt in alle Tools, sondern wahrscheinlich eher sukzessiv. Ja, weil es gibt ja auch in PDF 2.0 Neuerungen für die Druckvorstufe beispielsweise und noch ein paar andere Geschichten. Also es ist ja nicht nur Barrierefreiheit ein Thema, was da anders angefasst wird, sondern es trifft ja auch viele andere. Okay. Aktuell gibt es nichts im Chat, aber wie ich mir vorstellen kann, Markus, brennen dir bestimmt auch Fragen unter den Nägeln. Ja, ich habe gerade noch eine Frage zu dieser Namespace-Geschichte, Ah. Klaas. Also, Mhm. es ist ja so, also, ich finde es eine ganz, super Gelegenheit. Also, bringt ja massiv die Barrierefreiheit voran. So wie ich es verstanden habe, ist es doch möglich, zum Beispiel auch, nehmen wir mal EPUB, Tagset zu nehmen. Mhm. Da gibt es ja noch mehr Tags mit der Mikrostruktur, also um Mikrostrukturen auszuzeichnen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn ich jetzt sage, ich nehme den Namespace EPUB, gilt dann nur diese Tags oder habe ich immer die PDF-Tags sowieso mit dabei?
Ja, also du hast in der Tat immer die PDF-Tags mit dabei. Ich gehe mal jetzt hier in irgendein Dokument, ich nehme mal das hier beispielsweise. Ne? Also das ist jetzt ein normales PDF-Dokument. Das ist jetzt der PDF 2.0 Standard. Ne? Ich kann ja mal kurz reingehen. Der wurde natürlich als PDF 1.7 publiziert, ja, weil Menschen wollen das Ding ja auch lesen. Und hier ist letztendlich so, PDF 1.7 hat definiert, welche Tags sind erlaubt. Mehr geht auch nicht im PDF. Wäre das jetzt eine PDF 2.0-Datei, dann könnte ich zusätzlich zu den Standardtags, die per se erlaubt sind, also H1, H2 und was nicht sonst alles, könnte ich sagen, ich brauche aber noch zusätzlich oder ich möchte noch zusätzlich EPUB haben. Dann würde ich, wie auch immer das Acrobat nachher hier löst, ne, und da keine Ahnung erweitert oder was nicht sonst alles, eine Art von Möglichkeit schaffen, das reinzuhängen. Ja, es gibt ja schon länger hier diese zusätzlichen Metadaten, wo ich mir dann auch lustige Dinge anzeigen kann. Also hier muss dann textuell drinstehen, ich hätte gerne einen besonderen Namespace, das und das ist die Relation, so ist der aufgebaut, also gibt es gewisse Regeln, wie die geschrieben werden müssen, steht in diesem Standard auch drin. Und dann kann ich das hier reinhängen und kann dann halt beispielsweise neben dem PDF-Standard-Tag-Set hätte ich jetzt gern eben noch EPUB und meinetwegen noch PDF 1.7, MarsML, alles, was mir theoretisch in den Sinn kommt. Genau. Also da müssten bloß die assistiven Technologien halt noch aufholen, dass sie dann in der Lage sind, das halt auch zu verwerten. Ja, also es wäre jetzt dumm, wenn ich alles mit meinen EPUB-Tag-Sets auszeichne und die assistive Technologie sagt, kenne ich nicht. Ja, dann weiß man nicht, was passiert. Dafür gibt es die Prozessorenarbeitsgruppe, die genau das regelt. Genau. Und ich glaube, es ist ja schon mal der erste Flaschenhals, du hast es ja eigentlich schon erwähnt, jetzt Adobe Reader zum Beispiel, der muss ja wirklich den semantischen Reichtum auch weitergeben über die Schnittstelle. Ja. Also es würde jetzt nichts helfen, wenn NVDA als einer der bekannten Screenreader, Open Source, kostenlos verfügbar, wenn der jetzt sagt, oh, wir unterstützen das reiche Tagset, aber der Adobe Reader verarbeitet eine PDF-UA2-Datei ganz einfach wie bisher eine 1.7-Datei und würde die ganzen wegschneiden, diese zusätzlichen Tags, dann würde natürlich das auch nicht helfen. Also Nee. deswegen, das ist schon gerade der Flaschenhals. Miriam, es gibt noch weitere Fragen. Ja, auch zum Thema Softwareunterstützung. Leon Renner fragt, PDF-UA2 kann aufgrund mangelnder Softwareunterstützung aktuell technisch noch nicht umgesetzt werden. Der Übergang von PDF-UA1 zu UA2 wird in Zukunft wahrscheinlich fließend geschehen. Ist hier schon absehbar, wie dieser Übergang rechtlich abgebildet werden könnte? In Klammern verpflichtender Umstieg auf PDF-UA2. Das wird noch eine spannende Geschichte werden. Das ist mit einigen Sachen ja so, ne? Wenn denn ein alter Standard, ein neuer Standard nicht miteinander kompatibel sind. Die Gesetzgebung ist immer relativ langsam. Also die wird sich das eine ganze Weile vermutlich angucken, die sagt, du darfst und dies und jenes tun. Das ist auch dann nachher eine juristische Frage, weil es ist ja, gibt auch so gewisse Vorgaben, rechtlicher Rahmen, wo es immer heißt, man muss sich an den Stand der Technik halten. PDF 2.0 2020 ist jetzt auch schon etwas betagter, sage ich mal, also ist schon ein paar Jahre alt. Trotzdem gibt es das noch nicht. Ne? Das heißt, da ist auch die Rechtsfrage nachher, wie wird Stand der Technik letztendlich ausgelegt? Es ist definitiv klar, alle Dokumente, die PDF 2.0 haben und entsprechend aufbereitet sind, werden einen großen Mehrwert haben. Aber es bringt ja nichts, diesen Mehrwert zu haben, wenn es da draußen keine Software gibt, die damit gescheit umgehen kann. Absehen kann ich es, wie gesagt, nicht. Es kann wirklich ein paar Jahre wirklich parallel gehen. Wer sich ein bisschen mit dem Thema EPUB auskennt, da war das beispielsweise ähnlich. Der EPUB 2 und der EPUB 3 Standard, die haben, ich glaube, ein Jahrzehnt nebeneinander existiert. Jetzt inzwischen sind wir so weit, dass wir EPUB 3 toll finden, aber das war wirklich unheimlich lange alles noch EPUB 2 gewesen, was eben genau in ähnlicher Weise gespielt hat, weil die Software damit nicht sauber umgehen konnte, weil die erstellenden Tools damit nicht sauber umgehen konnten. Die Frage ist dann aber wirklich, wie das nachher gesetzlich abgebildet wird. Ich glaube aber nicht, dass in, ich sag mal, der Bit V3 drin steht, du musst ab Stichtag 1.1.27 PDF 2.0 Dateien erstellen. Glaube ich eher nicht. Okay. Eine Frage, ja? Genau, die davor. Ja, genau. Ich Die, dachte nur, ja, es ja. passt gut. Ja, ja, Deswegen das hast ist du mich gut. Ja, ja, übersehen. super. Ich dachte nur, sie passt besser gerade rein. Aber jetzt zum Inhaltlichen zu PDF UA2. Stephanie Adamides fragt, es sollen ja jetzt Überschriften überspringbar werden. Mhm. Warum? Das ist doch eigentlich kontraproduktiv hinsichtlich der Übersichtbarkeit. Und wenn es auch nicht empfohlen wird bei anderen Standards, ist es doch Ja. unlogisch. Unlogisch ist mal relativ. Also eine großen Herausforderung, das wollte ich jetzt gar nicht hin, das wollte ich noch später zeigen. Eine große Herausforderung ist, wenn man einen Standard baut, der Standard muss für alles gelten.
Und das bringt einen manchmal vor interessante Herausforderungen, weil man dann manchmal mit Dokumenten konfrontiert wird, wo man sagt, Mist, warum gibt es denn so ein Dokument? Das hätte ich mir jetzt gerne anders gewünscht. Das war auch bei PDF UA1 schon so gewesen, auch bei anderen Sachen war das beispielsweise schon so gewesen. Man findet die verrücktesten Dinge und aus den verschiedensten Richtungen kommen die verrücktesten Anforderungen. Und dann muss man das entsprechend abbilden. Wir hatten bei PDF UA1 zum Beispiel ein längeres Diskussion zum Thema, was darf denn alles in Fußnoten drin sein? Und es gibt real existierende Beispiele, wo Bilder, Tabellen und was nicht sonst alles in Fußnoten drin sind. Also muss man den Standard so schreiben, dass, wenn es das in der realen Welt gibt, das eben auch benötigt wird. Und ein ähnliches Thema war das auch gewesen mit den Headlines. Es gibt genügend Beispiele, wo es teilweise wirklich notwendig ist, das entsprechend zu kennzeichnen. Da geht es auch um Fragmente von Dokumenten, die man zusammen kombiniert beispielsweise. Das können wirklich legale Gründe sein, warum man das macht und warum das wirklich sinnvoll ist an vielen Stellen. Es ist de facto wirklich so, dass man das nicht machen möchte. Ja, also bei einem normalen Dokument, ihr macht eine Broschüre, 60 Seiten von vorne nach hinten, würde ich definitiv mal sagen, macht es bitte nicht. Ja, Infoboxen waren früher mal ein Problem, dafür gibt es jetzt CNS Hightech beispielsweise, das ist alles gelöst, aber innerhalb einer geschlossenen Publikation sollte man das bitte nicht tun. Das ist aber für gewisse Konstrukte, sie sind selten, aber sie existieren, kann eine solche Anforderung auch mal sinnvoll sein und daher gibt es die eben auch. Es gab ein Beispiel, auf das man immer wieder herangezogen hat an dieser Stelle. Das ist zum Beispiel bei Gesetzestextänderungen. Da werden dann nur Fragmente herausgenommen der geänderten Absätze, auch mit der entsprechenden Überschrift. Dann kann es sein, das ist eine Überschrift der 3. Ebene und in 1.7 musste die dann mit H1 ausgezeichnet sein, wenn sich nur dort was geändert hatte. Ja, und jetzt kann man dort auch, 'n Dokument mit einer H3 beginnen lassen, wenn das der einzige Abschnitt ist, der sich da ändert. Und also, es sind eher Ausnahmen, wie du schön gesagt hast, Klaas. Also, bitte behaltet das bei, dass ihr die richtig strukturiert und nicht überspringt. Ich sage mal, in 99% der Fälle ist es sinnvoll, nicht zu überspringen. Und es kommt ja da einfach die semantische Angemessenheit mit rein. Das ist eine Anforderung, die es sowohl in der WCAG als auch bei PDF-UA gibt. Und das heißt, das ist ja der letztendlich der limitierende Faktor. Es muss semantisch angemessen sein. Und wenn da halt nichts, wenn das nicht semantisch angemessen ist, das jetzt zu überspringen, dann überspringt auch nicht. Bitte. Nicht als Freifahrtschein verstehen. Genau. Ja, genau. Sonst gibt es gerade keine Fragen im Chat aktuell. Aktuell gibt es keine. Genau. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Also ein paar Sachen habe ich noch in der Hinterhand. Und zwar, gibt's auch auf der Webseite der PDF Association, sind die hierarchischen Regeln der ISO TS 32005. Eine Sache, die sich auch noch geändert hat, werden manche als Fluch empfinden, manche als Segen. Es gibt jetzt Regeln, wie man Text verschachteln kann oder soll oder muss, ja, je nachdem, welche Arten von Text man hat. Diese Tabelle gibt es auch kostenfrei bei der PDF Association zum Runterladen. Die wird auch mal erklärt hier über so eine kleine Legende, ne, und ja, da ist auch noch drin, damit man mal die Entwicklung des Standes sehen kann. Und zwar wird hier geregelt, was darf ein Kind von was sein, also in der Textstruktur, was darf ich wie machen. Und das ist insbesondere interessant für euch wahrscheinlich für neue Tags, ja, wo ihr gar nicht wisst, was ist das, wie geht das denn? Ich habe jetzt beispielsweise zum Beispiel Strong und Emphasis, das sind ja die 2 klassischen neuen Tag. Das heißt, wie darf ich die verwenden? Und hier beispielsweise könnt ihr sehen, ne, ich mache das jetzt mal farbig, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, einen Strong Tag innerhalb eines Document Tags zu setzen oder innerhalb eines Document Fragment Tags, der ist auch neu. Das dürft ihr nicht machen, ja, aber ihr könnt, wenn ihr jetzt weiter durchguckt, schauen, wo kann ich das Ganze denn reinpacken. Früher war das nicht so strikt geregelt. Ja, früher konnte man so alles Mögliche ineinander setzen. Das ist inzwischen ein bisschen anders gemacht. Und das soll auch helfen, dass der Standard ein bisschen genauer und präziser wird. Das ist auch einer der Gründe, diese Art von Tabelle, warum es nicht immer unbedingt möglich sein wird, alte PDF-UA1-Dokumente umzuspeichern auf ein PDF-UA2. Ja, rein theoretisch könnte man sonst sagen, Mensch, dann nehme ich jetzt den Namespace fürs alte Textset rein, dann kann ich meine Text alle so lassen und dann hebe ich das einfach um. Aber wenn ich da strukturell etwas gemacht habe, was jetzt eben gemäß dieser neuen Referenz nicht erlaubt ist, werde ich kein konformes Dokument haben. Für die allermeisten Dokumente, wenn sie sauber aufbereitet sind, sollte das kein Stolperstein sein, aber es kann durchaus schwierig sein. Wer auf die Idee kommt, ein altes Dokument umzuheben,
Ich würde drüber nachdenken, das vielleicht anders zu machen, aus dem simplen Grund, sehr viele der neuen Tags bieten euch sehr viele neue Möglichkeiten. Ja? Strong und Emphasis, meistens für Bold und Italic zur Übersetzung gedacht. Das sind Dinge, die kannte PDF 1.7 beispielsweise gar nicht. Miriam, soll ich weiterreden oder kam noch eine Frage? Es kam noch eine Frage rein. Wenn Text wie etwa Claims in Logos vorhanden ist, kann dieser weiterhin im Alttext der Figur aufgenommen werden oder braucht man da Actual Text? Alttext und Actual Text. Ich habe ja bei uns in den Arbeitsgruppen immer den kleinen Spitznamen weg, dass ich Mr. Actual Text wäre. Es ist de facto so, und es ist, also ein paar Kleinigkeiten sind anders geregelt, aber habt ihr eine Art von Logo? Ich nehme jetzt das hier oben von der PDF Association. Das ist ein Bild. Ja, es hat eine bildhafte Bedeutung, auch wenn ich Text sehe. Dementsprechend wäre es jetzt absolut korrekt zu sagen, hierfür brauche ich einen Alternativtext und der Alternativtext sollte beschreiben, was auf dem Bild ist. Gilt also klassischerweise für ein Logo, genauso wie dieses Titelbild, was ich hier habe. Da gehört das hin. Jetzt kann es aber beispielsweise sein, dass man an manchen Stellen gewisse Sachen nicht als Text hat, obwohl sie eigentlich für den Text stehen. Stellt euch vor, ja, das ist so eine wahnsinnig tolle Typografie, die könnt ihr nur hinbauen mit Illustrator oder sowas, also irgendeinem Grafiktool, ja, dieses bisschen hier. Dann hättet ihr rein technisch gesehen ein Bild, aber ihr wollt eigentlich nicht, dass es ein Bild wird, es soll eigentlich als Text ausgegeben. Nur aufgrund von irgendwelchen lustigen Effekten habt ihr es nicht so hingekriegt. Scan-Dokumente sind auch ein gutes Beispiel, das ist das genauso. Dann würdet ihr den Actual Text nehmen. Der sorgt dafür, dass das Ganze nicht als Bild ausgegeben wird. Also ein Screenreader würde nicht sagen Bild und liest den Alternativtext vor, sondern es wird als Text ausgegeben, inklusive einer semantischen Bedeutung. Ja, also im Zweifelsfall könnte ich jetzt hier sagen, Titel, Welltec PDF und ich würde gar nicht mitbekommen, dass es eigentlich technisch gesehen ein Bild ist. Und es gibt auch die Regel, man sollte nicht beides parallel haben. Also nicht Alttext und Actual Text, entweder das eine oder das andere. Aber im Regelfall bei Bildern bleibt es weiterhin dabei, habe ich ein Logo, kommt dann Alternativtext rein. Ich müsste überlegen, ganz, ganz selten mag es gewisse Bildkonstrukte geben, wo Actual Text mal angebracht ist, aber es ist im Regelfall meistens nur dann so, wenn aus technischen Gründen der Text kein Text mehr ist, dafür würde man Actual Text nehmen. Steht auch im UL-Text-Standard nochmal drin, da könnt ihr es nachlesen. Okay. Kann PEC 2024 bereits UA2 testen? Ihr könnt PDF 2.0 Dateien reinwerfen und ist es bei der Punkt 2? Nee, bei der Punkt 2.1 Also, oder Moment, Klaas, stopp. Also, nee, genau. Im Moment ist es so, die aktuelle Version 24.2, die wirft den Fehler raus, hey, korrupte Datei bei PDF 2.0 Dateien. Das ist suboptimal, sage ich mal. Wissen wir, es ist gerade die neue Version im Gange, die soll bis Ende Mai zur Verfügung stehen. Die wird dann zumindest eine bessere Fehlermeldung ausspucken und sagen, Moment, nicht unterstützter Standard oder nicht unterstütztes Dateiformat. Wir arbeiten natürlich auch an der Unterstützung für PDF 2 und PDF UA2. Das wird noch ein bisschen gehen. Das wird also noch einige Monate gehen, bis PAC auf diesen Standard prüfen kann. Es gibt ja auch so gut wie keine Dateien hierfür noch. Deswegen haben wir das ein bisschen, also nicht an höchster Stelle priorisiert, aber nur damit ihr jetzt nicht ja, auf falsche Schlüsse kommt. Im Moment, die aktuellste Version sagt, hey, Moment, du hast eine korrupte Datei da, was aber eigentlich ja nicht stimmt. Es ist einfach nur eine 2.0-Datei. Das korrigieren wir mit der nächsten PAC-Version und dann steht da zumindest dran, nicht unterstütztes Dateiformat oder Dateiversion. Irgend sowas in die Richtung. Und das andere wird noch ein bisschen dauern. Also das zu PAC. Ja, als Hinweis vielleicht noch, ne, wenn ihr auf der WorldTech PDF-Seite seid, es gibt sogar schon ein paar Beispieldateien. Ja, es sind 2 Quellen hier genannt, wo ihr euch das mal angucken könntet. Ihr könnt damit aber nicht großartig was machen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also wo wollt ihr es euch richtig angucken, auswerten? Das ist noch ein bisschen fehlerhaft. Also dauerhaft wird sich das sicherlich auch füllen. Hey, vor 3 Minuten kam die Frage rein, das sage ich nur, weil da scheinbar ein Ah. Dokument offen war. Warum gibt es in diesem Dokument kein Lesezeichen H1? In welchem Dokument? Ja, das, was du vor 3 Minuten offen hattest. Ich vor 3 Ja, Minuten offen habe. WorldText? dann
Was Also, ist well-tagged? also Guck mal, ja? wenn du die 2 vergleichst, dann haben die weil hier sind jetzt alle H1 auf der gleichen Ebene, Ebene. das ist richtig. Und wenn du jetzt zu dem Declaration-Dokument kurz rübergehst und die Das ist älter. Lesezeichen eben, und da ist nämlich da ist nämlich PDF Declarations. Der Title ist quasi mit in den Lesezeichen drin. Ich glaube, Oh, darauf da muss bezieht ich sich das. muss ich Das mal ist mit dein DAX Lieblingsthema, reden. Klaas, da kannst du gleich mal und dann später jemanden auf die Finger klopfen, aber Ja, das Dokument kommt nicht von mir, kann ich gleich sagen. Ne, so würde ich's definitiv nicht taggen. Also, die allgemeine Empfehlung, aber ich glaube, das Dokument ist älter. Genau, also die allgemeine Empfehlung aus dem Tag-PDF Best Practice Guide wäre, Titel nicht zu 'nem H1 machen, sondern zu 'nem P machen und dann alles richtig bauen, dann käme halt auch hier was Richtiges raus. Also, so sieht's dann schöner aus, wenn man's haben will. Ja, das ist, hat sich einer aus der PDF Association nicht an die Vorgaben gehalten, die wir mal aufgeschrieben haben. ja, das passiert auch da, gell? Mhm. Ja, wir arbeiten lieber an unseren Endprodukten als an den PDFs, die wir dann Ja, final genau. rausbringen. Es ist immer ziemlich zeitaufwendig, solche Standards zu bauen. Also, ja. Gut. Ich glaube, keine weiteren Fragen mehr. Wir sind am Ende unserer Ask the Expert Session. Vielen Dank, Klaas, für diesen Deep Dive in die Standards. Immer wieder spannend. Und du hast ja schon die Warnung ausgesprochen, hey Leute, diese Dokumente sind eigentlich nicht für euch, um sie auf den Nachttisch zu legen und dann so als gute Nachtlektüre, sondern letztendlich für Entwickler, für wirklich die Leute, die da tiefer gehen wollen. Und wir sind schon gespannt auf das Matterhorn-Protokoll und die weiteren Educational-Dokumente wie Best Practice Guide und so weiter. Kleine Ankündigung noch zu einer anderen Arbeitsgruppe. Wir arbeiten ja an den Techniken und die Techniken sind aber erstmal also beziehen sich erstmal auf UA1, weil selbst da schon viele Leute das falsch machen. Und wir haben jetzt auch begonnen, die Fundamental-Techniken für UA2 auszuarbeiten. Und dann habt ihr da auch nochmal atomische Beispiele zu einzelnen Tags oder wie man einzelne Inhalte barrierefrei umsetzt, gemäß UA1 oder UA2. Also das nur nochmal dazu. Also vielen Dank. Ich glaube, die Leute sind begeistert. War super toll, macht immer Spaß, dir zuzuhören. Und ja, wir haben noch die Ankündigung, also wir haben PAG schon erwähnt. Morgen dürft ihr Genau. Glas nochmal hören. Und Zweimal noch mal und sogar. noch mal. Ja, ja, genau. Genau. Auf Deutsch und auf Englisch. Genau, am 5. Juni gibt es dann eine Veranstaltung ohne Klaas oder vielleicht mit Klaas als Zuschauer. Das wird die Fortsetzung sein zu SD Expert von letztem Monat, wo es um die Quality Checks im PAC 2024 ging. Und da wird es um die restlichen Quality Checks gehen, die wir letzte SD Expert Session nicht behandelt haben. Da wird Patrick wieder einen Einblick geben. Er ist ja Entwickler und war maßgeblich beteiligt an der Einführung der Quality Checks oder Implementierung der Quality Checks, und er gewährt da einen Blick hinter die technischen Kulissen, und Regina wird dann jeweils immer zeigen, wie man die Quality Check Warnungen oder Fehler beheben kann. Das ist am 5. Juni. Ihr könnt euch auch einfach über die Homepage anmelden, 15 bis 16 Uhr. Genau, und es wird auch wieder Platz für Fragen geben, natürlich. Und Mirjam, wir haben ja die Veröffentlichungen der Ask the Expert Session, die gibt es auch. Also wir können da auch mal den Link posten. Also zum Beispiel für die, die sich vorbereiten Genau, ja. wollen auf den 3. Teil, also der dann im Juni kommt, die können die ersten beiden Teile schon mal angucken, wenn sie nicht dabei waren. Für alle, die da nicht dabei waren, schaut die Videos an, dann habt ihr schon mal einen guten Einstieg, dann kommt ihr vielleicht auch besser rein, denn bei dem 3. Teil. Und wenn ihr auch Vorschläge habt für Ask the Expert, also Themen, die euch interessieren, Experten, die wir da mal mit reinnehmen wollen, wir wechseln da immer ab. Das sind interne Experten, wie jetzt Klaas beispielsweise, oder auch externe Experten, wie früher Klaas, also beispielsweise. Genau, also wir mixen da immer und wechseln uns da ab. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Gute Restwoche noch und ja, setzt fleißig barrierefreie Dokumente um. Wir zählen auf euch.